Als ich vor 5 Jahren auf Langfahrt war, habe ich ziemlich schnell, ziemlich genau gemerkt, was mir an einem Boot wichtig ist. Ich habe natürlich auch von vielen Leuten ihre eigenen Boote gesehen und dann auch immer Konzepte gesehen, wo ich gedacht habe, oh ja, das ist noch interessant, und Sachen wie, oh Gott, wie können die da drauf leben? Und jetzt sind wir auf der Bootsmesse und haben natürlich auch wieder einige neue Boote, einige neue Konzepte gesehen, und ich muss sagen, ja, es ist sicherlich viel Schönes dabei, aber viele Konzepte überzeugen mich irgendwie auch nicht. Ich meine, ich möchte zum Beispiel nicht im Vorschiff schlafen auf See. Das ist, und auch an einem ruhigen Ankerplatz. Das ist irgendwie für mich nicht praktikabel. Das ist nur ein Beispiel von vielen. Und daher möchte ich euch jetzt mal zeigen, das Schiff, das für mich, meiner Meinung nach, vielleicht nicht gerade die eierlegende Wollmilchsau ist, aber doch schon ziemlich nah dran kommt und wo einfach die Kompromisse für mich völlig in Ordnung wären. Also, legen wir gleich los. Hallo und herzlich willkommen auf meinem absoluten Traumboot, einer Sirius 35 DS. Das ist das Boot, was ich mir kaufen würde, wenn ich alles Geld der Welt hätte, und auf diesem Boot würde ich um die Welt fahren. Die Sirius 35 DS ist mit 10,60 Meter genauso lang wie meine Lisa damals und 20 cm breiter, hat aber durch den Decksalon deutlich mehr Platz. Das Schiff ist auch ähnlich schwer wie die Lisa. Eine Besonderheit aller Sirius-Yachten ist, dass sie komplett maßgeschneidert auf die Kundenbedürfnisse sind. Man kann auswählen zwischen mehreren Layouts mit 2 bis 6 Kojen. Und zusätzlich kann man den Innenraum beliebig variieren. Hier ausgestellt ist die 4-Kojen-Version, die auch meinem Favorit entspricht. Ähnlich ist es mit dem Kiel. Es gibt insgesamt 7 Kiel-Varianten. Perfekt für mich ist die Kim-Kiel-Variante. Gut zum Trockenfallen und für flache Gewässer wie die Bahamas. Ich stehe jetzt hier auf dem Vorschiff. Und das Erste, was schon mal auffällt und was mir besonders gut gefällt, ist, dass man eine feste Reling einmal komplett ums ganze Schiff rum hat. Das gibt es fast nirgendwo, und das finde ich total genial. Doppeltes Vorstark mit Furler und ein fetter Bugspriet. Extrem viele große Luken, damit es richtig schön belüftet ist. Das gefällt mir natürlich auch gut, weil je nachdem, wo man auf der Welt ist, kann es einfach sonst im Schiff extrem warm werden. Alle Leinen laufen hinten ins Cockpit. Das heißt, man muss eigentlich auf See gar nicht groß zum Mast, sondern man kann wirklich aus dem Cockpit alles bedienen. Das ist halt einfach auch so ein Sicherheitsaspekt. Und es sind eben solche kleinen Details, die einfach glücklich machen. Wenn man halt sieht, dass da eine Metallsteuerleiste ist, damit die Leine nicht auf Dauer da den Gecko kaputt macht. Und damit eben diese ganzen Leinen nicht im Cockpit rumliegen, kann man die da einfach so reinstopfen. Nach dem Motto, aus den Augen, aus dem Sinn. Wir sind jetzt hier im Cockpit, und was auffällt, ist, dass es nur ein Steuerrad gibt. Die meisten neueren Boote haben ja jetzt irgendwie 2, und hier gibt es 1. Und ich finde das super, weil man braucht auf einem 35-Fuß-Boot nur ein Steuerrad. Vor allem, wenn es dieses Feature hier hat. Man kann hier einfach einen Knopf drücken und das rübernehmen und dann so von hier steuern. Oder man kann es in der Mitte haben. Oder natürlich auf der anderen Seite. Also es ist wirklich genial, gerade wenn man irgendwie auf der Backe liegt, sitzt man halt einfach auf der einen Seite, zum Beispiel hier oben auf der Kante, und kann so bequem steuern und hat perfekte Sicht über alles hinweg. Hier gibt es auch ganz schöne Sitze, in denen man abends sein Ankerbier trinken kann. Nächstes Thema: Wachskisten. Die sind so unglaublich groß, das kann man sich gar nicht vorstellen auf einem 35-Fuß-Boot. Ich zeige euch das jetzt mal. So groß sind die. Hallo! Wie man hier sehen kann, es gibt keine Verschlüsse oder so, an denen man sich blöd stoßen kann mit dem Schienenbein oder irgendwie dran hängen bleiben kann. Stattdessen gibt es in der Wachskiste drin eine Leine, die kann man im Schiffsinneren auf einer Klampe belegen, und mit der macht man die Wachskiste zu. In der Wachskiste ist auch noch der Cockpittisch. Und den tut man hier einfach drauf. So, zack, fertig.
und dann kann man da bequem mit ganz vielen Freunden essen. Auch die Backbord-Backskiste ist groß und wird schon von der Werft so organisiert, dass kein Chaos herrscht. Hier gibt es eine Halterung für einen Außenborder, dann ist der also sicher verstaut und wird in der Karibik auch nicht irgendwie nachts gemopst. Und hier drin sind die Gasflaschen. Das für mich absolut Genialste an dieser Decksalon-Yacht ist das ganze Licht, was hier in den Decksalon reinkommt. Man hat hier oben, das ist alles Plexiglas, da überall Fenster, die Tür. Das heißt, selbst wenn man bei Schiedwetter im Salon sitzt, man kriegt nicht irgendwie Platzangst. Das ist also wirklich einfach unvergleichlich gut. Es ist die gleiche Ebene. Das heißt, ob ich jetzt im Cockpit bin oder hier, man kann miteinander kommunizieren. Man stellt sich also vor, einer steht irgendwie am Ruder, der andere in der Küche und sagt, du Schatz, hast du eigentlich schon Pfeffer in die Tomatensauce getan? Das ist nicht so, dass dann einer im Keller steht und man muss sich anschreien und vielleicht hört der andere einen oder vielleicht auch nicht, sondern man ist einfach, ja, wie zu Hause, sag ich mal. So, und wenn man hier reinkommt, da hat man direkt eigentlich beim Eingang, weil man kann ja nicht Niedergang sagen, weil man geht ja eigentlich nicht nieder, sondern man geht halt einfach rein. Dann hat man direkt hier den Innensteuerstand, wo man also das ganze Boot bedienen kann. Also wenn es regnet, macht man hier halt einfach zu und steuert von innen. Man kann hier also auch den Motor, Ruder, alles betätigen. Das ist wirklich total praktisch. Dann hat man da ein bisschen Platz für Papierseekarten, dann Plotter. Also nichts, was einem irgendwie fehlt. So, ihr befindet euch jetzt im Schrank für das Ölzeug. Das ist direkt beim Niedergang, damit man nicht das nasse Ölzeug durchs ganze Schiff schleppen muss. Und der Schrank ist so groß, dass da sogar ein Mensch drin Platz hat. Das Gute ist auch, dass der belüftet ist zu, glaube ich, 3 Seiten hin und vom Motor natürlich gewärmt wird, sodass das Zeug möglichst schnell trocken ist. So, wir sitzen jetzt im Salon und wie man schon sehen kann, man guckt halt einfach raus, man sitzt nicht so tief im Schiff, das ist wirklich toll. Der Esstisch ist groß genug für, ja, ich schätze mal, 6 Leute kann man da sicherlich unterbringen. Was auch immer gut ist, ist so eine Leiste damit, wenn man irgendwas auf den Tisch stellt, überlegt und man hat Seegang, dass das nicht einfach alles runterfliegt. Ne? Man kann sich natürlich auch auf See mal zur Not da hinlegen und irgendwie schlafen. Wenn man zum Beispiel Nachtwache hat oder so, kann man da einfach liegen, alle Viertelstunde mal kurz rumgucken und weiter schlafen. Zum Thema Stauraum. Auf diesem Boot ist wirklich jedes bisschen Stauraum gut ausgenutzt. Der Stauraum reicht problemlos für monatelanges Segeln in abgelegenen Pazifikatollen. Alle Schubladen. Oh, was zu essen. Es ist nicht nur extrem viel Platz, er ist auch noch komfortabel erreichbar. Hier ist was zum Müll sortieren. Die Fächer bleiben einfach offen stehen. Kann also nicht passieren, dass man dann auf See irgendwie plötzlich bam, das Ding auf die Finger bekommt oder so. Es sind halt solche Kleinigkeiten, die, glaube ich, das Leben einfach total angenehm machen. Und das sind so die Gründe, warum ich sage, boah, die überlegen sich echt bei dieser Werft, bei jedem Handgriff, bei jedem Knöpfchen, bei jedem Schab, denken die richtig mit und überlegen sich genau, wie kann man den Raum am besten nutzen und wie kann man es für den Benutzer am komfortabelsten und am sichersten machen. Einen kardanisch aufgehängten Herd, natürlich mit Backofen. Dann hier eine Doppelspüle. Und dann gehen wir mal langsam jetzt Schritt für Schritt runter Richtung Vorschiff. Und zwar hier auf der Steuerbordseite sieht man als allererstes mal die Dusche. Und so eine riesen Dusche auf 35 Fuß, ihr werdet es kaum glauben. Es ist eine richtig vollwertige Dusche. Nicht irgendwie noch kombiniert mit dem Klo am gleichen Ort und nachher ist irgendwie alles nass und so, sondern nein, es ist abgetrennt. Und man hat hier so eine Glastür, die man zumachen kann. 2 Luken, eine hier oben und eins einfach ein Fenster für Licht. Und es ist eben so schön, weil das in sich geschlossen ist und man hat nachher nicht die Feuchtigkeit überall. Also würde ich sagen, weiter ins Vorschiff. Ihr seht, das ist auch für 35 Fuß echt schon geräumig. Also man hat
sicher Stehhöhe, wenn man 1,80 ist. Also ich bin 1,63 groß. Ich habe sowieso fast nirgendwo Probleme mit Stehhöhe, aber andere Leute natürlich schon. Es gibt extrem viele Luken. Also hier oben ist eine und da. Und dann auch jeweils eine in die Richtung geöffnet, die andere in die Richtung. Das heißt, je nachdem, von wo der Wind kommt, zieht es auch schön durch. Das ist immer gut, wenn sowas auch mitbedacht wird. Einen großen Kleiderschrank zum Sachen aufhängen. Hier unten drunter ist die ganze Elektronik für das Bugstrahlruder und auch die eigene Batterie fürs Bugstrahlruder. Der Rest ist weiter hinten. Und sonst natürlich auch einfach noch viel Stauraum da unten drin. Und was ja jetzt noch fehlt, ist eben das Badezimmer. Und das Badezimmer ist an der Backbordseite. Finde ich es auch extrem schön. Einfach alles extrem schön gemacht. Auch da mit einer großen Luke. Schön hell. Also ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ich finde es einfach traumhaft. Ich würde sofort einziehen. Das heißt übrigens ja auch, ihr habt jetzt gesehen, ich bin da durchgelaufen. Man kann also direkt von der Eigner-Kabine ins Badezimmer gehen und muss nicht irgendwie raus. Also falls man Gäste hat oder so. Ne? So, ich habe gelogen. Das ist nämlich nicht die Eigner-Kabine. Das Genialste am Boot, das kommt mir jetzt noch. Und zwar ist das die echte Eigner-Kabine. Und sowas, sage ich euch, habt ihr noch nie gesehen. Und zwar ist es keine Achterkajüte, sondern eine, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, eine Mittelkajüte. Die ist unter dem Decksalon, also unter der Sitzgruppe. Wir gehen da jetzt mal rein und gucken uns das mal an. Willkommen im Paradies. Das ist so herrlich, ich kann es gar nicht beschreiben. Hier hat man ein riesiges Bett, das ist 1,65 Meter mal 2,5 Meter. Es ist wirklich genau mittschiffs auf beiden Achsen. Das heißt, wer seekrank ist, der kann sich hier einfach hinlegen und schlafen, weil da bewegt sich nichts im Schiff. Ich meine, das ist sowas von genial. Das ist noch viel besser als jede Achterkajüte. Man kann natürlich hier auch zwischen den Matratzen irgendwie Lehsegel spannen und so, ne? Das, falls wirklich mal die Post abgeht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das wahrscheinlich gar nicht mal nötig ist. Was man vielleicht noch sagen muss, normalerweise hat die Sirius 35 DS hier 3 so lange Fenster. Das ist hier auf dem Foto dargestellt. Die Eigner von diesem Schiff wollten aber die Fenster nicht haben. Ich verstehe nicht warum, weil das gibt noch viel mehr Raum und Licht. Das sind wirklich so Panoramafenster. Also ich glaube, wahrscheinlich schon noch echt Hammer. Aber ja, das ist also die Eigner-Kabine. Ist die nicht toll? Und man kommt auch von dieser Kabine ins gleiche Badezimmer. Das zeige ich euch jetzt auch. Hallo. Das heißt also, auch wenn man zu viert hier an Bord ist, man kann also nachts irgendwie aufs Klo gehen, ohne dass man jetzt dem anderen im Flur begeht, sondern man macht dann einfach halt die Tür zu oder die Tür und ist irgendwie für sich und ja, ist einfach, finde ich, total genial durchdacht. So, das war es auch schon fast. Aber jetzt zeige ich euch meinen Lieblingsort von diesem Schiff. Weil wer aufgepasst hat, der hat vielleicht gemerkt, da müsste doch irgendwie noch was sein. Ja klar, die Wachskisten sind riesig, aber es geht noch weiter. Und zwar hier runter. Man klappt das einfach weg. Dann kommt noch dieses Bodenbrett weg. Und dann verschwinde ich jetzt in den begehbaren Motorraum. Und das auf 35 Fuß. Ich sage es immer wieder, weil das Boot fühlt sich mindestens an wie 40 Fuß. Also ich steige da jetzt mal runter und ihr könnt dann hinterherkommen. Wir sitzen jetzt also im begehbaren oder besitzbaren Motorraum. Das Geniale an dem Boot ist, dass der Motor erst 2 Wochen vor Auslieferung tatsächlich eingebaut wird. Das heißt, wenn man wirklich mal einen irreparablen Motorschaden hat oder so, dann kann man den Motor auch hier wieder
und dann da oben einfach rausheben. Das ist kein Problem. Es gibt ja eben auch viele Boote, da wird quasi das Boot um den Motor gebaut und wenn dann der Motor kaputt ist, dann muss man ihn irgendwie mit der Stichsäge rausholen. Das ist hier nicht so. Und man kommt an alles gut ran. Man hat extrem viel Platz, um irgendwie Ölfilter zu wechseln, Impeller und so. Das ist alles irgendwie überhaupt kein Problem. Dann haben wir außerdem hier noch eine kleine Werkbank. Man kann sich da also zum Beispiel einen Schraubstock drauf tun. Man kann sein ganzes Werkzeug hier irgendwie versorgen. Dann gibt es hier diese große Kiste. Man hat die ganze Elektronik hier irgendwie für die Solarpaneele, die Laderegler, alle Sicherungen und so weiter. Alles an einem Ort richtig schön sauber versorgt. Ja, das ist quasi, naja, normalerweise würde man sagen, es ist eine Man Cave, aber in meinem Fall ist es, glaube ich, eine Woman Cave. Im Anschluss quetsche ich noch ein bisschen den Urs aus. Er ist Teil vom Marketing-Team bei Sirius. Du, wie viele Leute arbeiten eigentlich bei euch? Momentan sind wir insgesamt 68 Leute. Okay. Sind in zweiter Generation jetzt. Ja. Haben mit der 35 seit 2009 eine steile Karriere hingelegt. Ja. Haben 48 Mann in der Produktion. Okay. Und sind gleichzeitig Deutschlands größter Ausbildungsbetrieb mit 18 Lehrlingen. Oh wow. Okay. Weil wir auf dem hohen Qualitätsniveau, wo wir arbeiten, müssen wir uns die Fachkräfte quasi selber heranziehen. Anzüchten. Genau. Ja. Wie viele Schiffe macht ihr denn so im Jahr? Wir sagen immer 10. Das variiert ein bisschen, je nachdem, welche Modellgrößen wir bauen. Wir können 5 40er bauen im Jahr. Ja. Wir sind platzmäßig halt ein bisschen begrenzt. Wir sind nächstes Jahr 50 Jahre am Markt und sind seit 50 Jahren im gleichen Gebäude und haben mit 6 Meter angefangen. Jetzt stehen 12 Meter drin. Und das limitiert die Anzahl der 40er ein bisschen. Und dann kommt es ein bisschen darauf an, wie viele Schiffe wir von den anderen Modellen, aus welcher Größe bauen. Es können auch mal 12 im Jahr sein, es kann aber auch mal nur 9 sein. Ja. Wir arbeiten ein bisschen über unser Gesamtstundenkontingent, aber so im Schnitt sind es 10 Schiffe. Okay. So, ich glaube, ich habe euch jetzt alles gezeigt an dem Boot, was mir besonders gut gefällt. Es gibt wahrscheinlich noch 100 Features, die ich vergessen habe, aber das ist auch kein Problem, denn der Werftbesitzer, der Thorsten, hat ein paar super Videos auf YouTube, wo er das Boot wirklich im Detail erklärt und er zeigt auch, wie es zu manövrieren ist, weil das ist nämlich auch gemäß den Videos wirklich kinderleicht und löst sicherlich keine Ehekrisen aus, das ist ja auch immer schön, ne? Also schaut doch mal da vorbei, ich verlinke das unten in der Beschreibung. Und ja, ich würde sagen, das war es jetzt von mir und von der Boot 2020. Wir sehen uns sicher bald zu einer anderen Gelegenheit. Also macht's gut und bis bald. Ciao!